Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft von Erich Fromm ist ein philosophisch-psychologisches Werk, das erstmals 1977 veröffentlicht wurde und rasch zu einem Klassiker gesellschaftskritischer Literatur avancierte. Fromm, ein renommierter Psychoanalytiker und Sozialphilosoph, untersucht darin die grundlegenden Einstellungen, nach denen Menschen ihr Leben ausrichten. Nach seiner Ansicht prägen zwei unterschiedliche Existenzweisen unser Dasein: das Haben und das Sein. Fromm ermutigt seine Leser, über die dominierenden Werte moderner Konsumgesellschaften kritisch nachzudenken. Er fragt: Was macht ein erfülltes und sinnvolles Leben aus? Ist es das Anhäufen von Besitz und äußerem Reichtum oder ein Streben nach innerem Wachstum, Authentizität und lebendiger Erfahrung? Mit scharfer Analyse und großem gesellschaftlichem Weitblick schildert Fromm, wie unsere Fixierung auf materielle Werte soziale, ökologische und psychische Krisen befördert und wie eine Hinwendung zum Sein die Basis für eine gesunde menschliche Gesellschaft legen könnte. Das Werk ist sowohl eine tiefgehende Untersuchung psychologischer Motive als auch ein leidenschaftlicher Appell an das Individuum und die Gesellschaft, Veränderungen zu wagen. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Die beiden Existenzweisen Haben und Sein. Im Zentrum des Buches steht die Unterscheidung zwischen den Existenzweisen Haben und Sein. Fromm beschreibt das Haben als jene Lebenshaltung, bei der Menschen danach streben, Dinge zu besitzen, anzueignen und zu kontrollieren. Seien das materielle Güter, Wissen, Menschen oder sogar Gefühle. Das Sein hingegen charakterisiert er als eine Lebensform, bei der der Fokus auf Erleben, Wachstum und dem authentischen Umgang mit sich und anderen liegt. Menschen, die im Modus des Seins leben, erfahren das Leben intensiver und echter, während das Haben zu Entfremdung, Angst vor Verlust und innerer Leere führt. Fromm zeigt anhand vieler Beispiele aus Alltag und Kultur, wie sich diese beiden Einstellungen im Denken, Fühlen und Handeln niederschlagen und welche psychologischen und gesellschaftlichen Folgen sich daraus ergeben. Zweitens: Die Konsumgesellschaft und ihre Folgen. Ein zentrales Thema des Buches ist die Analyse moderner Konsumgesellschaften. Fromm kritisiert, dass unser Wirtschaftssystem und unsere sozialen Werte das Besitzen, Konsumieren und Akkumulieren als zentrale Lebensziele fördern. Diese Orientierung verstärkt das Konkurrenzdenken, entfremdet die Menschen voneinander und von sich selbst und fördert Umweltzerstörung und psychische Erkrankungen wie Depression und Angstzustände. Fromm zeigt auf, dass viele Menschen durch permanenten Konsum- und Besitzdenken versuchen, existenzielle Unsicherheiten und ein geringes Selbstwertgefühl zu kompensieren. Doch anhaltende Unzufriedenheit bleibt zurück, weil das eigentliche Bedürfnis nach sinnstiftenden Beziehungen, Sinn und Selbstverwirklichung unbefriedigt bleibt. Nur durch eine fundamentale Umorientierung kann eine wirklich humane Gesellschaft entstehen. Drittens: Psychologische Hintergründe. Angst, Sicherheit und Liebe. Fromm geht auf die psychologischen Wurzeln des Habenwollens ein und schildert, wie fehlende innere Sicherheit und grundlegende Ängste dazu führen, dass der Mensch zum Besitz fixiert wird. Das Haben bietet scheinbar Kontrolle, Sicherheit und Beständigkeit in einer unsicheren Welt. Fromm erklärt zudem, dass diese Fixierung tiefe Auswirkungen auf die Fähigkeit zu lieben und zu wachsen hat. Nur wer das Bedürfnis loslässt, andere oder Dinge besitzen zu wollen, kann wahre, reife Liebe erfahren. Eine Liebe, die Geben, Mitgefühl und gegenseitige Entwicklung umfasst. Fromm legt überzeugend dar, dass das seinsorientierte Leben letztlich zu größerer innerer Freiheit, Reife und Glück führt. Viertens: Wege zum Sein. Veränderung des Bewusstseins. Im weiteren Verlauf des Buches zeigt Fromm praktische Schritte auf, die zu einer Seinsorientierung führen können.
Er argumentiert, dass dies einen Bewusstseinswandel bei Individuum und Gesellschaft voraussetzt. Meditation, Achtsamkeit, aktives Zuhören, Kreativität und ein verantwortungsvoller Umgang mit Mensch und Natur sind für Fromm wichtige Methoden, um die innere Haltung zu verändern. Gesellschaftliche Veränderungen, etwa in Bildung, Arbeitsleben und sozialen Beziehungen, sind ebenso notwendig. Fromm betont, dass kollektiver Wandel nur durch individuelle Transformation möglich ist. Jeder Einzelne ist aufgerufen, sich vom Denken in Besitz und Kontrolle zu befreien und ein authentisches Leben in Verbundenheit mit sich selbst und anderen zu suchen. Schließlich eine neue Gesellschaft, Vision und Utopie. Abschließend entwickelt Fromm eine Vision für eine neue, humane Gesellschaft, die auf dem Modus des Seins basiert. Er plädiert für eine grundlegende Wertewende, bei der Solidarität, Mitgefühl, Teilen und persönliche Entwicklung im Vordergrund stehen. Ökonomisch fordert er eine Veränderung hin zu nachhaltigen, sozialen Wirtschaftsformen, die den Menschen und nicht das Kapital in den Mittelpunkt stellen. Er skizziert Bildungskonzepte, die Kreativität, Selbstreflexion und soziale Verantwortung fördern. Diese Utopie ist für Fromm keine unrealistische Träumerei, sondern eine notwendige Antwort auf die Krisen der Gegenwart. Er schlägt konkrete politische und gesellschaftliche Reformen vor, um eine Gesellschaft des Seins zu ermöglichen und das Potenzial der Menschheit zu entfalten. Zusammenfassend: Haben oder Sein ist ein Buch, das Leserinnen und Leser aus verschiedensten Hintergründen anspricht. Wer sich für Philosophie, Psychologie, Soziologie oder für gesellschaftliche Fragen interessiert, wird diese Lektüre als Schlüsselerlebnis empfinden. Gerade in Zeiten ökologischer, sozialer und individueller Krisen liefert Fromms Analyse essentielle Denkimpulse. Das Buch gibt keine einfachen Gebrauchsanweisungen, sondern fordert zur tiefgreifenden Reflexion über das eigene Leben und die gesellschaftlichen Bedingungen auf. Es spricht besonders Menschen an, die spüren, dass materieller Wohlstand allein nicht glücklich macht und die nach Wegen suchen, wie persönliches und kollektives Wachstum möglich wird. Fromm bietet eine verständliche, aber vielschichtige Analyse und verbindet psychologisches Wissen mit ethischer Vision. Eine seltene Kombination. Die Lektüre regt dazu an, eingefahrene Lebensmuster in Frage zu stellen und ermutigt, neue Erfahrungen jenseits des Konsums zu suchen. Während viele andere Bücher sich auf einzelne Symptome oder eng begrenzte Bereiche konzentrieren, besticht Fromms Werk durch seine Weitsicht, gesellschaftliche Relevanz und praktische Anwendbarkeit. Wer dieses Buch liest, wird nicht nur die Dynamiken der Gesellschaft, sondern vor allem sich selbst besser verstehen und die Motivation erhalten, aktiv an der Gestaltung einer besseren Welt mitzuwirken. Es ist somit ein wertvoller Begleiter für alle, die individuell und kollektiv eine neue Qualität des Lebens anstreben. Wenn Sie unterstützen möchten, Erich Fromm, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.